Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play. Und zwar spielen wir diesmal Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Ein unglaublich geniales Spiel. Ich habe es bereits einmal gespielt und es einfach wirklich geil gemacht. Die anderen Teile von Sherlock Holmes waren ja so ein bisschen, ja, geradlinig. Da war es ja so, du hattest einen spezifischen Fall und den konntest du nur auf eine Art und Weise lösen. Und hier ist das Ganze etwas anders. Hier bekommst du nämlich alle Indizien, die du brauchst in dem Spiel, aber die Schlussfolgerung, wer nun am Ende der Täter ist dir freigestellt. Du kannst also wirklich jeden beschuldigen und das ist halt wirklich cool. Am Ende muss man halt wirklich überlegen, was man tut, für was man sich entscheidet. Bei den anderen Spielen war das halt nicht so. Okay, ich würde sagen, wir sagen jetzt einfach neues Spiel und starten einfach direkt mit dem ersten Fall. Was ist denn mit ihm los? Hopp, schnell rüber. Oh, was schießt er denn? Also schnell hier rüber. Oh nein. Was ist denn los mit ihm? Stop, Holmes! Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. Sicherer Gang. Klappe in der Hand stellen. Polizist. Und Stufe ausgelassen. Jetzt wird Lestrade. Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The merry men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then.
Alles klar. Also wir haben einen Mordfall an einem Seemann. Gut. Öffnen Sie mit Tab Ihr Notizbuch, erhalten Sie einen Überblick über den Stand der Ermittlungen, Aufgaben, Beweise und weiteres. Okay. Gut. Hier haben wir die Person. Okay, hier können wir reisen. Dokumente. Dialoge. Okay, gut. Dann sollte ich hier noch irgendwas... Nein. Okay. Dann können wir zu Woodman's Lee fahren. I cannot leave yet. I am not finished here. Oh, was müssen wir denn zu Ende bringen? You go along to Peter Carey's house. Mrs. Hudson and I will take care of the mess you've made here. Okay. Vielleicht muss ich mich erst noch umziehen. Gucken wir mal. So. Zum Schminktisch, Morgenmantel. Seemann. Aufgeknöpft. Freizeitanzug. Der dunkle Anzug, der tut's doch, oder? Genau. Ja, den nehmen wir. So. Dann können wir jetzt hoffentlich nach Woodman's Lee. Genau. Gut, dann schauen wir uns mal an, was wir da haben. Oh, MEHR-Leitung öffnen. Im Moment gibt es keine Hinweise. Bitte setzen Sie Ihre Untersuchung fort. Okay. Also hier ist dann wahrscheinlich das Menü, wo ich dann meine, ja, wo ich dann alles zusammensetzen kann. Alles klar. Hergeleitet. Okay. Dann schauen wir uns doch mal den Mordplatz an. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. Gut, was haben wir hier? Wir haben hier einen kleinen Garten. Drücken Sie T. Konzentrieren Sie sich darauf, Details aufzuspüren, die andere Personen entgehen könnten. Schuhabdrücke. Dann untersuchen wir doch mal die These Schuhabdrücke. footprints appear to be quite large. Okay. Okay, wir haben große Fußspuren. It seems that the garden was well maintained. Ein gepflegter Garten. Na gut, wir gehen erstmal hoch. Das ist mit T, ja. Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. Gut. My condolences, Mrs. Carey. Zuerst mal mit Thank Mrs. you, Carey Mr. sprechen. Holmes. Okay. Irgendetwas ungewöhnlich. Ah, ne, erst personalisieren wir die Person. Okay. Was haben wir hier? Mhm. Ein Kreuz. Katholischer Rosenkranz. Gartenhandschuhe. Haubenmeise. Irgendwas habe ich übersehen. Oh. Mistkasten. Okay, was können wir daraus schließen? Gut. Wir fangen von oben an. Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. But I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Okay. Also ein Trunkenbold ist er. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out.
Okay, wann wurde die Leiche denn gefunden? Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... oh dear. Okay, sie hat ihn also gefunden. Also es ist vollkommen normal, dass er in seiner Hütte ist und sich da halt betrinkt, bis er dann irgendwann einpennt. Normalerweise lässt sie ihn ja anscheinend die ganze Zeit sich betrinken. Sie hat jetzt mal nachgeschaut und dann war er halt tot. Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. He lived quite an isolated life here, after his retirement. Das ist ein Gärtner. The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. Das glaube ich nicht. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes, life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? Ah, cute. Wir können Sie über Plymouth Bescheid wissen. Profil des Opfers. Pflegter Garten, Pilgerfahrt. Unbekannte Abdrücke. Eine Pilgerfahrt, weil sie hat ja dieses Kreuz an der Hand und sieht sehr religiös aus. Darum hat sie bestimmt eine Pilgerfahrt gemacht. You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Oh. Thank you, madam. Okay. Gut. Sie sagt ja, dass das Leben mit ihm nicht so einfach war. Ich kann mir halt gut vorstellen, dass sie vielleicht auch mit in diesem Mord drin hängt. Mr. Holmes? Oh, das war ja ergiebig, das Gespräch. Okay, hier war diese Special-Sicht. Okay, hier wurde nichts kaputt gemacht. Dann schauen wir uns doch mal den Tatort an. So, keine Einbruchsspuren hier. The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. Untersuchen. Tatsache, da sehen wir es ja schon. Türschloss, Kratzer. These scratches are fresh. Okay. Da hat jemand wirklich versucht You're einzubrechen. right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Our mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. Ja, anscheinend hat er da mit einem groben Werkzeug gearbeitet. Also muss das ein Anfänger sein. Also kein grundsätzlich Krimineller, weil der müsste ja wissen, wie das geht. What a terrible way to die. Oh, krass, der wurde einfach aufgespießt. Heftig. Gut, schauen wir uns ihn an. Der schwarze Peter. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. Okay. Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon.
Also, da muss jemand echt gut werfen können. Blutlache. Wir haben hier ein Messer. This wooden handle is plain and solid. This blood is from the pool underneath the dead body. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. Notizbuch. Mit Initialen drin. JHN are probably the initials of the owner of this notebook. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. Stimmt. Kann ich das aufklappen? Ja, perfekt. Dann wollen wir uns noch das mal anschauen. Okay, wir haben hier Abkürzungen und Nummern. These abbreviations mean something, but what? Na gut. Haben wir alles? Durchbohrte... The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. Okay. Also muss derjenige sehr viel Peter Kraft Carey haben. was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. Okay. Dann drücken wir jetzt erstmal B und schauen uns an, was wir wissen. Okay. Wir haben keinen Gärtner. Wir haben die Information aufgespießt an der Wand, Einbruchsversuche und Notizbuch. Wir verbinden jetzt das Notizbuch mit Einbruchsversuche, weil anscheinend hat jemand versucht einzubrechen, um dieses Notizbuch nachträglich noch rauszuholen. Genau. Perfekt. So. Heute gilt es, sich auf die Lauer zu legen und zu sehen, ob der Einbrecher einen weiteren Versuch wagen wird. Natürlich mit besseren Tools. Someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. Genau. Untersuchen wir nochmal den Tisch. Wir haben hier 2 Gläser. Das bedeutet... Someone drank from this glass recently. Genau, das bedeutet... Someone drank from this glass recently. Das bedeutet, dass die anscheinend vielleicht noch miteinander getrunken haben. Könnten also alte Freunde sein. A sailor's drink. Vielleicht It ein seemed alter... that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death. Ja gut, wir wissen ja, dass er sehr viel trinkt, aber möglicherweise halt mit einem Freund.